Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, in dem heutigen Video folgen ein paar News zum kommenden Update. Und da ich ja hier auf S31 auf dem Server spiele, der mit S1 zusammen jetzt seit neuestem immer geupdatet wird, bin ich auch, das ist einer der einzigen Vorteile, die es hat, von den neuen Updates immer auch gleich als erstes dann betroffen und kann euch dann auch direkt zeigen, was so Phase ist. Ne? Und ihr seht, performancemäßig ist hier immer noch nicht alles so perfekt, denn dies sollte nämlich eigentlich heute ein Stück weit verbessert worden sein. Wir gehen nämlich mal rein in die News und in den Changelog von heute, von heute Vormittag quasi. Ne? Und zwar Update 13 zum Geburtstag und die Road to 13. So, und damit wir das nochmal hier veranschaulichen können, ist bei mir auf S31 der Client schon auf Version 13 passend zum Geburtstag, zum 13. Geburtstag auch geupdatet. Ne? Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten News in unserer Geburtstagswoche. Morgen ist es soweit, die beiden halbstarken Racker Shakes und Fidget werden 13 und sind damit Teenager. Wie passend für Heranwachsende mal zickig-zacki. Alter, mit dem Begriff habe ich gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Zickige, freche, unnachvollziehbare und dann doch wieder liebenswerte und mutige Helden haben wir zum 13. dann auch Update 13 anstehend. Diese neue Spielversion werden wir aber heute schon einmal auf die deutsche Welt 1 und 31, da bin ich drauf, genauer aufspielen. Genauer gesagt wird dies im Laufe des Vormittags noch passieren. Ja, Server war offline, okay. Was bringt Version 13 nun genau? Nun wie die Grafik unten verrät, ist es natürlich wieder Zeit für die Geburtstagssause, unserem Legendary Dungeon zum Geburtstagsfest. Für die Twitch-Follower unter euch habe ich bald auch noch einen Terminhinweis dazu. Ja gut, ich gehe mal von aus, es wird halt einfach wieder Freitag 16 Uhr sein, ne? So wie immer. Dann hat sich unsere künstlerische Abteilung in Vorbereitung auf den Barden, den wir später diesen Sommer releasen werden, daran gemacht, die Klassenauswahl beim Spielstart zu überarbeiten. Nach den öffentlichen Rebalancing-Tests des Dämonenjägers trägt diese Arbeit mit diesem Update nun auch Früchte. Info wird auf allen neuen Backend-Spielwelten bereits live sein, wenn S31 das Update erhalten hat. Und neben einer besseren Performance für die Spielwelten, die auf dem neuen Backend laufen, gibt es noch weitere Bugfixes. Mehr dazu im Changelog, werden wir gleich drauf schauen. Mehr zur Aufspielung der Updates auf die übrigen Spielwelten wird dann morgen in den News folgen. Ebenso gibt es dann weitere Infos zum Event, die diese Woche geplant sind. Ja, und um 13:13 Uhr, okay, das ist nochmal wegen dem Code. Da haben wir hier einmal den heutigen Code, der ist auch aktiv. Und dadurch, dass ich das Video jetzt gerade hier kurz vor knapp wieder aufnehme, ist dieser Code auch für heute quasi aktuell. Und deswegen könnt ihr den auch einlösen. Ansonsten werden die Codes weiterhin auf meinem Discord oder auf meinem Instagram in der Story jeden Tag sofort gepostet, sobald ich davon mitbekomme und erfahre. Ne? Da könnt ihr mir auch natürlich gerne folgen, wenn ihr das wollt. Zumal wir jetzt am Freitag auch campen gehen und campen in Anführungszeichen. Und da wird es, denke ich mal, auf Instagram auch wieder ein bisschen mehr zu sehen geben, storytechnisch. Da treffen wir unter anderem den Sergio, Grüße gehen raus, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und da, mal gucken, was das so wird. Ne? Ansonsten der Changelog vom neuen Update beginnt hier oben, endet hier unten. Und zwar als neuestes Legendary Dungeon, neue Fassung des Dungeons, zwielichtige Geburtstagssause, 3 neue legendäre Gegenstände, neue Grafiken und ein neuer Spezialraum. Registrierung, neues Design der Klassenauswahl, Verbesserung, allgemein Performance der Spielwelten mit neuem Backend verbessert, Klassenrebalancing des Dämonenjägers nach öffentlichen Tests auf dem Beta-Server, behobene Fehler, Charakter, das Achievement Sammelwut, entsperrt nun korrekt bei 90% Füllstand. Und dann noch Achievement Wirbelwindstürmer entsperrte nicht korrekt nach Abschluss. Das sind leider Fehler, die eher weniger
ja, naja, ich meine, es sind gut, dass die behoben worden sind, aber ich würde mich tatsächlich eher freuen, wenn das mal behoben wird, dass man bei den Skillen Gold verliert oder dass die Goldgrube nicht das Gold abwirft, was sie eigentlich abwerfen sollte, oder die Stadtwache mal nicht zählt. Das wäre tatsächlich eher angebracht als solche Bugfixes so, ne? Und ja, gestern auch unter dem Video auch sehr, sehr viele Kommentare. Dankeschön auch für eure Meinung da an der Stelle. Hatte ich auch gelesen, dass ich immer wieder den gleichen Fehler mache und das beim Skillen quasi gedrückt halte, ne? Und dadurch ist es dann kein Wunder, dass ich Skillpunkte verliere. Da muss ich leider korrigieren, denn ob man nun langsam skillt oder schnell skillt, man verliert trotzdem Skillpunkte. Das kommt nicht drauf an, ob man jetzt nun schnell oder langsam skillt. Ich habe beide schon ausprobiert, man verliert so oder so Skillpunkte. Also auch dahingehend nicht wirklich, ja, macht das nicht wirklich den Unterschied, sonst hätte ich das natürlich schon gemacht. Ja. Ansonsten in der Taverne, das Besiegen der Hydra erhöht optisch den Inklusiv-Hydra-Bonus, okay. Also sind jetzt nichts aussagende Bugfixes oder zumindest habe ich von denen jetzt nicht wirklich was mitbekommen, jetzt nichts, ja, weltbewegendes. Anzeige des Goldwerts pro Stunde in der Goldgrube ab Ausbaustufe 15 korrigiert. Ja, das ist das Einzige, weil der Wert hier ja auch nicht ganz gepasst hat. Der stimmt jetzt. Das war aber nur optisch gewesen, ja. Den Wert hat man trotzdem bekommen. Es wurde nur immer falsch angezeigt. Ich glaube, vorher stand bei mir irgendwas um die 11, 12 Millionen pro Stunde. Das hat nicht gestimmt. Wir hatten das ja schon mal über SF-Tools gecheckt und den wahren Wert der Goldgrube quasi, ja, konnte man denn dort dann auch sich anzeigen lassen und das hat halt auch gestimmt. Wir haben es ja auch schon mal vorgerechnet, ne, was man bekommt pro Sekunde hier in der Goldgrube, haben das dann hochgerechnet auf eine Minute beziehungsweise dann auf eine Stunde und da kam dann halt ein anderer Goldwert raus, als hier stand, ne. Das stimmt jetzt optisch, das war wirklich nur ein optischer Fehler so, aber was kein optischer Fehler ist, ist halt, dass man Gold abholt und das nicht gut geschrieben wird. Das ist leider kein optischer Fehler, ja, und da muss noch unbedingt was dran gemacht werden, ansonsten ist hier auch ziemliche Verzerrung des ja, Wettbewerbs, sag ich mal, am Start, ne. Jo, das auf jeden Fall zu den Updates. Wir gucken mal, ob wir schon was Neues sichten können, ne, bezüglich der legendären Dungeons, hier vielleicht in der Sause. Ist hier schon diabolische Betriebsfeier. Ich glaube, das müsste ja hier dann mit bei sein, ne? Aber hier ist noch keine neue Seite hinzugefügt. Wie gesagt, wir befinden uns ja jetzt schon mittlerweile auf der neuesten Welt. Ah, doch, hier, tatsächlich. Oha! Alter, was sehe ich denn hier? Das sind doch die schwebenden Kristalle, oder? Die schwebenden Kristalle, das Mysterium, um das sich alles ragt hier in dem Spiel, worum sich das ganze Spiel eigentlich insgeheim bewegt, die werden jetzt Bestandteil des nächsten legendären Dungeons, oder was? Das Item muss ich haben. Das Item muss ich haben. Holy shit. Alter Schwede. Ja. Krass. Also hier zwielichtige Geburtstagssause, hier sehen wir schon die neuen Items. Und der Dungeon müsste ja hier auch schon, jawohl, hier ist auch schon der Counter. Und ja, in Bezug auf die Terminfreigabe sehen wir jetzt ja schon, dass der hier in 2 Tagen und einer Stunde 40 dann startet. Ne? Also von daher haben wir den Termin schon. Ja? Freitag wird er diesmal um 16 Uhr wieder starten. Leider, wie gesagt, dadurch, dass wir ja unterwegs sind am Campen, kann ich leider diesen legendären Dungeon nicht streamen, beziehungsweise ich kann ihn nicht zum Start streamen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ja, einmal im Jahr muss auch mal das Real Life Vorrang haben. Es ist schade, dass es jetzt genau auf den Tag fällt, ne? Weil gerade die Legendary Dungeon Streams, die sind ja immer sehr, sehr cool gewesen. Die gehen ja auch immer sehr lange und das macht mir natürlich auch immer sehr viel Spaß, die neuen Dungeons mit euch zusammen zu entdecken und auszukundschaftern. Ne? Deswegen leider bin ich am Freitag nicht da, ich bin auch am Samstag nicht da. Am Sonntag komme ich dann irgendwann nachmittags oder so wieder und dann könnte man vielleicht abends am Sonntag irgendwann einen Legendary Dungeon Stream machen. Also bei mir wird es wahrscheinlich erst am Sonntagabend irgendwann das Ding hier zu streamen und da habe ich schon definitiv sehr viel Bock drauf. Leider halt eben nicht zum Start. Ne? Dafür werden wir aber den Stream definitiv am Sonntag nachholen. Ja, also da könnt ihr euch schon mal ein Kreuz im Kalender machen. Ich werde, denke ich mal, den Dungeon trotzdem zumindest Free-Try-technisch erkunden. Ja? Free-Tries werde ich machen. Werde ihn aber nicht durchpilzen. Das werde ich mir für Sonntag aufheben.
Und ja, das ist so der Stand der Dinge. Ansonsten wird es vom Wochenende, denke ich mal, hier und da auch einen kleinen IRL-Livestream geben, wo wir da uns aufhalten, in welcher Gegend und so. Und da ein bisschen Livestreamen, aber halt eben kein Shakes and Fidget. Vielleicht seid ihr da denn trotzdem am Start. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Und das sind auf jeden Fall so die News zu der kommenden Woche, ja, oder beziehungsweise zu der jetzigen Woche. Ne? Jo, Leute, das soll soweit gewesen sein. Performance-technisch seht ihr, ist immer noch ziemlich krass verzögert hier das Ganze. Also, ja, und auch an der Goldgrube haben wir ja auch gesehen, ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen mehr in Zukunft kommen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.